Moin Moin, hallo und herzlich willkommen Freunde zu einem weiteren Vlog. Ja, viele haben sich gewünscht, viele haben nachgefragt, okay, wie geht's weiter jetzt nach dem letzten Vlog? Der war ja ziemlich Katastrophe gewesen für mich und mein Auto. Und ja, hinter mir steht jetzt noch mein Leihwagen, ja, den ich immer noch habe. Gutes Teil auf jeden Fall. Ich habe mich jetzt hier gerade so ein bisschen in einer bisschen abseits hingestellt, um hier in Ruhe den Vlog aufzunehmen. Ist auf jeden Fall eine schöne Gegend hier, ja, kann man nicht anders sagen, ungestört. Und ja, wie geht es nun weiter? Also jetzt wird es hier ein bisschen windig. Ich setze mich mal kurz rein. Also die Sachlage ist folgende. Mein Auto, was ich in Hamburg abgegeben hatte, ist mehr oder weniger, ja, Schrott. Also es ist kein Totalschaden, aber es wird auf jeden Fall ziemlich teuer. Das heißt für mich bedeutet das so viel wie ein neues Auto zu kaufen und das alte dort stehen zu lassen und zu verwerten. Und das ist natürlich ein bisschen doof, weil das Ganze ziemlich spontan ist und ja, ich jetzt gucken muss, wie es weitergeht. Von daher ist jetzt der folgende Plan, dass ich jetzt momentan auf der Suche bin nach einem neuen Auto. Ich habe nächste Woche Mittwoch eine Probefahrt mit einem Auto, was ich schon seit längerem im Auge habe, was mir auch so vom Style her sehr gut gefällt. Jetzt muss ich dazu sagen, dass mir das Auto, in dem ich sitze, ich switch mal kurz die Cam, das Auto hier, in dem ich sitze, gefällt mir halt auch wirklich sehr, sehr gut. Ne? Also ich habe mich da jetzt auch schon so ein bisschen dran gewöhnt, ein bisschen verliebt schon. Und jetzt ist es halt die Frage, ob ich dieses Auto mir holen werde oder ob es das Auto wird, was ich am Mittwoch Probe fahren werde. Ja? Tatsächlich interessiert das relativ viele von euch, was es nun wird und wie es aussieht und ob wir da irgendwie oder ob ihr da irgendwie mitkommen könnt zur Probefahrt so mäßig, ne? Also dass ich euch mitnehme per Vlog so. Und das werde ich auf jeden Fall versuchen. Das haben sich viele Leute gewünscht, auch auf Twitch und so. Ne? Viele im Twitch-Chat haben mich gefragt, ob ich davon irgendwie einen Vlog mache oder das weiterhin aufnehmen werde. Und das wird definitiv passieren. Und ich versuche euch, holy shit, guckt euch den Himmel an. Ich versuche euch da so ein bisschen mitzunehmen. Ja, also es steht auf jeden Fall einiges an und ich werde euch die Tage auch so ein bisschen mitnehmen mit dem Vlog. Werde so ein bisschen aus meinem Leben zeigen, was ich so die Tage mache und dann werde ich so ein bisschen was zusammenschneiden. Und genau, so sieht das Ganze aus. Morgen ist Montag, da habe ich einen 30-Kilometer-Run geplant. Vielleicht verfolgt mich der ein oder andere ja auf Instagram, falls nicht, schaut da sehr gerne mal vorbei. Dort wird die ein oder andere Real-Life-Story von mir hochgeladen. Und ich habe ja, vielleicht interessiert das den einen oder anderen, ich habe mir ja als Challenge gesetzt, dieses Jahr noch einen kompletten Marathon zu laufen und danach dann irgendwann als großes Ziel 50 Kilometer am Stück zu laufen. Dort bin ich momentan in den Vorbereitungen. Ja, habe schon diverse Halbmarathon gelaufen, ist kein Problem. Die nächste Challenge wird jetzt die 30 Kilometer Marke sein, die werden wir morgen versuchen zu knacken und da nehme ich euch auf jeden Fall dann mal mit. Ich bin gespannt, wie ich die Tage danach dann drauf sein werde, weil am Mittwoch haben wir dann schon die Probefahrt, wo ich euch dann versuche auch mitzunehmen und euch so ein bisschen teilhaben zu lassen. Ja, was bei mir so gerade abgeht, bevor es dann Ende des Monats wieder nach Hamburg geht und ich dieses Auto hier dann wieder abgeben werde. Ja? Und ob ich mich dann entscheiden werde, ob es dieses Auto wird oder eventuell das andere, was ich dann Probe fahren werde. Also würde ich sagen, machen wir einen kleinen Switch zum nächsten Tag und dort versuche ich dann mit ein bisschen Support die 30 Kilometer zu bewältigen. Zweiter Tag. So, guten Morgen Freunde. Nächster Tag ist angebrochen. Wir versuchen heute die 30 Kilometer Challenge. Ich bin sehr gespannt, ob ich das hinbekommen werde. Ja, ich habe mir auch schon so ein bisschen was zur Vorbereitung hier bestellt. Und zwar ist das erste Mal, dass ich das Ganze mal ausprobiere. Das ist sozusagen so extra Gel für den Sport, während man halt quasi Sport macht. So, ne? Also da sind halt ein paar Kohlenhydrate hauptsächlich drin, ein paar Elektrolyte und sowas, ne? Damit man beim Sport ein bisschen besser noch performen kann und vielleicht noch den einen oder anderen Kilometer mehr rausholt. Ja, weil ich hatte dann schon gemerkt gehabt, dass ich so nach 21 bis 25 Kilometern schon so ein bisschen auf jeden Fall Durst bekomme plus Hunger. Ne? Ich hatte halt bei meinen Halbmarathons mit 21 Kilometern immer gar nichts mitgehabt.
Jetzt, wo ich das letzte Mal einmal versucht hatte, die 30 Kilometer anzugreifen, da hatte ich mir hier so eine ja, Flasche für unterwegs hier so mitgenommen. Die kann man sich so in die Hosentasche stecken, das ist ganz nice. So, ja, aber ich glaube, wenn man noch länger unterwegs ist, dann braucht man auf jeden Fall ein bisschen Versorgung, ein paar schnelle Kohlenhydrate, damit auch die Glykogenspeicher wieder aufgefüllt werden. Wir nehmen uns vielleicht noch eine oder andere Banane mit. Ich habe mir auch extra ein neues Outfit gegönnt hier, ja, von Gymshark. Das sieht ganz nice aus, extra jetzt fürs Joggen. Und genau, gucken wir mal, ob das was wird. Ja, heute der nächste Try, die 30 Kilometer angreifen. Ich bin sehr gespannt. Ich nehme euch auf jeden Fall mit und werde zwischendurch mal berichten, ob wir das hinkriegen. Ne? Ansonsten, ja, hier ist das Streamingzimmer. Ne? Hier ist noch meine Parfümsammlung. Die hat sich jetzt mit der Zeit auch schon wieder ein wenig erweitert. Also, ja, weiß ich nicht, wenn ihr da Bock drauf habt, mal so ein kleines Update von meiner Sammlung hier zu sehen. So ein separates Video, schreibt mir das sehr gerne mal in die Kommentare. Den einen oder anderen interessiert das ja tatsächlich auch. Und generell, falls euch sowas hier gefällt, wie so diese Vlogs jetzt hier, ne? Also falls ihr da irgendwie Bock habt und davon mehr sehen wollt, dann lasst es mich auch sehr gerne in den Kommentaren wissen. Gebt den Daumen, ein Video nach oben. Den Video einen Daumen nach oben, verdammte Scheiße. Ja? Also falls euch der Content hier gefällt, lasst es mich sehr gerne wissen und dann kann man das in Zukunft vielleicht ein bisschen öfter machen. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich auf der Laufstrecke. So, kleiner Outfit-Check. Ja, so sieht das Ganze aus hier. Ja, ich habe jetzt gerade das T-Shirt an, ich habe aber auch noch diesen ja, großen, wie heißt das? Sweatshirt? Ja, Sweatshirt heißt es, glaube ich. Ne? Ja, kann man auf jeden Fall machen. Ich denke mal, so kann man los. Hat sogar hier Tasche, hat Reißverschluss auch hier an der Seite. Ja, kann man sogar dein Handy reinstecken und so. Also von daher würde ich sagen, Abfahrt. So, kleines Update nach 6 Kilometern. Also es läuft bisher sehr gut. Ich habe hier auch heute ein bisschen Support mit dabei. Ja, das ist das erste Mal, dass ich so eine lange Strecke laufe. Deswegen ist es auf jeden Fall mal gut, wenn man jemanden dabei hat, so, der einem so ein bisschen Trinken gibt, die Gels und sowas. Eine Banane zwischendurch. Ja, bisher sieht es ganz gut aus und mal gucken, wie es nachher aussieht. Aber bisher alles easy. Aber bis zum 21. Kilometer hatte ich bisher auch immer keine Probleme gehabt. Das kommt alles erst später. So, Kilometer 15 ist geschafft. Halbzeit. Bisher eigentlich alles tiefenentspannt. Ich weiß nicht, ob man mich hört, weil es ist verdammt windig. Das ist so das einzige Negative, aber ansonsten perfektes Wetter. Regnet nicht zu kalt, nicht zu warm. Bisher läuft es ganz gut. Ein bisschen Probleme wird nicht liegen, aber ansonsten ausdauertechnisch kein Problem. Hat sich schon bemerkbar, so zwischendurch ein bisschen Energie zu tanken, ein bisschen was zu trinken. Und ja, deswegen gucken wir mal weiter, aber Hälfte ist geschafft. So, die 21 Kilometer sind geschafft und damit der Halbmarathon in der Tasche. Das sieht bisher ganz gut aus, ausdauertechnisch weiterhin eigentlich kein Problem. Also jetzt die letzten 9 Kilometer bis 35. Es ist weiterhin sehr windig, aber jetzt haben wir zumindest gut geguckt. Ja, mal gucken. Wenn wir die 30 schaffen, bin ich schon zufrieden. Vielleicht ist sogar noch ein bisschen mehr drin. Mal schauen. Aber es macht sich auf jeden Fall riesen bemerkbar, wenn man zwischendurch so eine Banane isst und ein bisschen was trinkt. So, nächster Zwischenstopp, 30. So, es ist vollbracht. Die 30 Kilometer wurden erfolgreich absolviert. Und wir sind jetzt hier genau am Museumshafen. Oh, gelandet, meine Beine sind dicht, Alter. Ausdauertechnisch muss ich sagen, ging es noch einigermaßen okay. Allerdings merke ich so, dass meine Beine jetzt mittlerweile komplett dicht sind. Und als hätten wir es geahnt, haben wir genau die 30 Kilometer am Museumshafen vollbracht hier. Wirklich Punktlandung. Und jetzt wird sich erstmal zur Belohnung hier ein schönes Bananenweizen gegönnt. Eigentlich nicht geplant so, aber was Besseres gibt es eigentlich jetzt gar nicht.
Das ist es. Dann morgen. So, ein neuer Tag steht an. Wir fahren heute das neue potenzielle Auto einmal zur Probe. Bin sehr, sehr gespannt und mal gucken, wie das so wird. Ansonsten, ja, von meinem Run habe ich bisher eigentlich alles gut verkraftet. Ich habe nicht mal wirklich Muskelkater. Das Einzige, was ich so an Problemen habe, ist so ein bisschen das rechte Knie. Das habe ich aber auch schon vor dem Run ein bisschen gemerkt. Ja, das hat sich jetzt gestern ein bisschen war ein bisschen geschwollen, heute geht es schon wieder einigermaßen. Ja, also auch das wird wieder besser. Und am linken Fuß habe ich einmal so eine Blutblase, relativ groß. Ja. Das spricht aber eher dafür, dass ich falsches Schuhwerk über längere Distanz wahrscheinlich verwendet habe. Kann man alles fixen, ansonsten sehr gute Grundlage eigentlich für die nächsten Runs, damit das noch potenziell besser läuft. Ausdauertechnisch eigentlich kein Problem gewesen. Ja, Muskelversagen auch nicht wirklich da. Die Beine waren nachher ein bisschen zu. Das war so das Ding. Aber hauptsächlich das Knie hatte ja, Probleme gemacht. Ansonsten geht es eigentlich klar. Und genau, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal los und gucken uns mal das eventuell neue Auto an. Ich bin sehr gespannt. So, meine lieben Freunde. Ja, ich bin jetzt gerade hier auf der Probefahrt mit meinem neuen Auto. Also beziehungsweise das, was es eventuell werden sollte. Und hier steht's, es ist ein Skoda Octavia, aber als Kombi. Und ich hatte das Ganze als Limousine aber mir vorgestellt. Limousine haben sie nur leider jetzt gerade nicht mehr gehabt. Die wäre dann hinten noch so ein bisschen flacher runtergegangen, so, ne? Also halt wirklich Limousinenform, ein bisschen sportlicher etc. pp. Aber vom Interieur ist es gleich, Sportline. Ja, auch so das, was ich mir so vorgestellt hatte. Also ja, ist auf jeden Fall ein schönes Auto so an sich. Aber ich muss, glaube ich, ganz ehrlich sagen, ich fahre jetzt als Leihauto den VW T-Roc und irgendwie, also wie gesagt, so von den Werten her, der hat 150 PS, ist er gleich wie die Limousinenausstattung. Ich kann hier auch noch mal reingehen. Ja, so sieht das Ganze hier von innen aus. Ne? Ist auf jeden Fall auch nicht schlecht, aber ich glaube, ich habe mich so ein bisschen in den VW irgendwie mehr verliebt als den Skoda hier. Ja, hier so sieht das von innen aus. Hier hat man so Schlüsselablage dann. Ne? Und ist definitiv auch kein schlechtes Fahrzeug. Hier an der Seite macht man den, by the way, an. Ja. Und so sieht das Ganze dann aus. Ja. Also wie gesagt, gefällt mir auch sehr gut. Ich schalte mal wieder aus, sonst nervt dazu der. Ja, also ist auf jeden Fall auch ein schönes Auto, sehr viel Platz auch, ne? Natürlich, ist halt jetzt der Kombi. Bei der Limousine hat man wohl ein bisschen weniger Stauraum, aber an sich kann man da auch nicht haten, ja. Guckt euch mal an, was hier reinpasst. Ja, so sieht das Ganze aus, ne? Ja, was für ein Auto es dann wird, lasse ich euch dann am Ende des Tages wissen. Aber im Moment tendiere ich tatsächlich eher mehr zu dem T-Roc, den ich jetzt die ganze Zeit Probe gefahren bin. Aber ich werde mal erstmal noch ein bisschen weiter damit cruisen. Ja? Nur mal so ein kleines Zwischenupdate von mir an der Stelle. So, also nochmal ein Direktvergleich hier. Jetzt mit dem T-Roc. Also, ja, Probefahrt ist vollbracht. Aber irgendwie finde ich, ja, weiß ich nicht. Also ich finde das irgendwie vom VW hier, moin, hallo. Ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwas finde ich hier einfach, ob ich mich jetzt schon mehr dran gewöhnt habe oder nicht, keine Ahnung. Aber auch so dieses hohe Sitzen hier drin, ja, das ist sehr komfortabel gegenüber dem Octavia, den ich jetzt gerade gefahren bin. So, wie gesagt, also wäre jetzt nicht ganz mein Modell gewesen, ne? Aber so von der Innenausstattung her wäre es exakt gleich gewesen. Präferiere ich jetzt, glaube ich, im Moment gerade eher zu denen hier. Ja, aber mal gucken. Also mir haben beide auf jeden Fall sehr gut gefallen. So Freunde, ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Ja, ein kleiner Einblick von meiner Woche, bisher einiges passiert. Und ja, nächstes Wochenende kommt wahrscheinlich schon wieder der nächste Vlog online, beziehungsweise die Woche da drauf, weil wir schon wieder am Donnerstag nach Hamburg fahren zu Playa. Und ich denke mal, da werde ich euch auch wieder ein bisschen mitnehmen und ein bisschen zeigen, was da so abgeht. Ich hoffe, die Vlogs gefallen euch und kommen bei euch gut an. Lasst es mich sehr gerne in den Kommentaren wissen, wenn ihr davon mehr sehen wollt. Und sobald ich irgendwas zu berichten oder zu zeigen habe, dann werde ich darüber auch Vlogs machen. Und ist mal ein bisschen Abwechslung. Von daher, ja, freut mich das, wenn die bei euch dann auch
dementsprechend gut ankommen. Ja? Von daher, genau, werden wir gucken, wie es dann nächste Woche weitergeht. Ich werde dann wieder nach Hamburg düsen, mein Auto wahrscheinlich dann, ja, 100%ig dort dann abmelden, da lassen. Es geht nicht mehr weiterzufahren. Und dann werden wir gucken, wie es weitergeht. Ja, bin jetzt schon mit den ein oder anderen Händlern in Kontakt, dass ich da jetzt relativ schnell ein neues Auto kriege, weil ich den Leihwagen ja jetzt nur noch bis Ende des Monats habe und bis dahin muss dann wieder was Neues am Start sein. Ja, ist ein bisschen stressig, aber wenn die ganze Phase erstmal vorbei ist und alles durch ist, dann denke ich mal, hat man wieder erstmal seine Ruhe. Ja, und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ansonsten, ja, war es das soweit von dem Vlog. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar da. Ich lese mir auf jeden Fall alles durch. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ich nehme euch wieder mit. Nächstes Wochenende. Haut rein und bis zum nächsten Mal.